Jeder Mensch hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten des eigenen Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. So lautet Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist die Idee der Demokratie. Aufgehoben ist diese Idee in unserer parlamentarischen Demokratie. Regierung und Opposition ringen um die beste Lösung, zu unser aller Wohl. Theoretisch. Praktisch erleben wir oft eine Politik, die sich im Parteienstreit verfängt. Was tun, wenn drängende Probleme nicht angegangen, wenn Ideen aus der Zivilgesellschaft von der Politik nicht gehört werden? Warten bis zur nächsten Wahl? Demokratie ist mehr als Wählen. Deshalb gibt es die direkte Demokratie. Damit sind wir nicht nur Zuschauer und Bittsteller, die mal dankbar, mal zornig quittieren, wie mit ihnen verfahren wird. Wir können direkt mitgestalten. Stehen wir vom Sofa auf, dann erleben wir uns als mündige und selbstbestimmte Bürger. In allen Bundesländern gibt es die direkte Demokratie. Wir können eine Initiative ins Leben rufen, den Weg über das Volksbegehren bis zum Volksentscheid gehen. Das verändert schon heute die politische Kultur. Muss die Politik damit rechnen, dass wir eine Sache an uns ziehen, sie notfalls selbst entscheiden, dann wird mehr mit uns geredet und weniger über unsere Köpfe hinweg entschieden. Aber auf Bundesebene wird uns die direkte Demokratie verweigert. Das muss sich ändern. Wir fordern, jetzt ist die Zeit Volksabstimmung bundesweit. Und zwar wie in den Ländern. Stufe 1: Volksinitiative. Das ist quasi der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens. Eine Initiative bringt ihre Idee aufs Papier, gießt sie gegebenenfalls in einen Gesetzentwurf. Danach müssen Unterschriften gesammelt werden. Vorschlag: 100.000 Unterschriften sollen nötig sein. Danach können Parlament und Regierung vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, ob nicht etwa Grund- oder Minderheitenrechte angetastet werden. Das nämlich geht nicht. Wird der Antrag zugelassen, befasst sich der Bundestag damit. Dieser kann den Gesetzentwurf der Volksinitiative übernehmen und beschließen. Lehnt er den Gesetzentwurf oder die Forderung ab, geht es ins Volksbegehren, Stufe 2. Vorschlag: 1 Million Unterschriften. Das ist eine Menge, aber hier muss nachgewiesen werden, ob die Sache so wichtig ist, dass sie allen Bürgerinnen und Bürgern zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Das muss sich hier beweisen. Irre viel Arbeit. Ist die getan und die Unterschriften sind gesammelt, befasst sich noch einmal der Bundestag. Nimmt er beispielsweise den Gesetzentwurf an, ist alles paletti. Lehnt er ab? Kommt es zum Volksentscheid, Stufe 3. Nachdem die Sache sicher schon seit 2 Jahren in der Öffentlichkeit ist, hat das Parlament bestimmt auch eigene Ideen. Der Bundestag kann eine Alternative mit zur Abstimmung stellen. Die kann auch ein vom Bundestag beauftragter Bürgerrat mit ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern ausarbeiten. Zusammengefasst wird das alles in einem Abstimmungsheft, die Vorschläge und Pro- und Kontraargumente. Es wird an die Stimmberechtigten geschickt, damit alle später gut informiert entscheiden können. Vor der Abstimmung geht es heiß her, wie schon beim Volksbegehren. Sachdebatte pur, überall im Land, am Küchentisch, beim Einkaufen, in Bus und Bahn. Alle reden mit, weil sich alle mit der Frage befassen, wie stimme ich ab? Das Gespräch ist die Seele der direkten Demokratie. Und dann der Tag der Abstimmung. Nennen wir ihn ruhig ein wenig pathetisch Freiheitstag. Unsere Freiheit hängt nicht nur daran, ob wir frei reisen oder konsumieren können. Wirklich frei sind wir erst, wenn wir die Bedingungen, unter die wir uns als Gesellschaft stellen, selbst beeinflussen können. Freiheit und Demokratie sind Geschwister, die uns helfen, uns selbst zu entfalten und die Gesellschaft aufblühen lassen.